Everybody dance, don't stop. I just need a minute to find out what I'm feeling, cause I'm about to go nuts. And my demon's trying to say what's up. I've been waiting for this my whole life. Wanna do it again 3, 4 times. Cause it's better than a dream. Highway with you and me, I will never get enough. So high, what a nice surprise. You're all I ever had in mind. Der Weg ist versperrt und Patricia hat gesagt, wir dürfen hier nicht durchfahren. Ja, du kannst doch da nicht durchfahren. Also müssen wir irgendwie auf diesen engen, steilen Weg wenden und wieder hochfahren. Und der Tag hat noch eine Überraschung für uns parat. Aber wenn wir dann an den Stellplatz kommen, ist es wunderschön. Wieder mal, das sind einer dieser Momente, die ich überhaupt nicht gerne habe. Oh. Simon hat da gewendet und das war richtig schlimm. Er hat richtig gespult. Und da geht es noch relativ steil hoch. Oh Gott, ich bin schon relativ angespannt. Den Tränen nah, warum wir das machen. Ja, hoffen wir, dass es gut kommt. Ja, ich muss nochmal. Ich habe unten schon nicht richtig Geschwindigkeit gekriegt. Ich stelle mich halt trotzdem unten nicht zu, um dich dann gleich noch anzuschieben, bitte. Next try. Du oben an der Kurve bist vom TH, fahr sehr weit links aus, weil es ist innen sehr steil. Ich glaube, dann ist eh vorbei. Also die Kurve ist größer als ich dachte vorhin. Dann kommst du wahrscheinlich schön rum und nicht so weit einschlagen musst. Alles klar, ich habe nur das Problem da mit der Anfahrt, dass ich nicht auf Geschwindigkeit gekommen bin und dann bin ich verhungert da am Berg. So, ich bin jetzt hochgelaufen. Und sie probieren es mit Anlauf. Wieso machen wir das? Nur, wenn wir da sind, Es ist eingetreten. Wir brauchen zum ersten Mal unsere Sandbleche. Oh Gott. Es kommt gut, es kommt gut, es kommt gut. Jetzt warten wir hier und hoffen, dass sie es hochschaffen. wir müssen das Blech da einlegen. In dem Fall hier. Hier. Ich bin ja, du siehst. Oh Mann, da haben wir uns in was reingeritten. Ich bin vorne weggefahren. So eine Scheiße. Darf ich noch ergänzen, dass seine Frau Franzi auch gesagt hat oben, ob das eine gute Idee wäre, hier runterzufahren. Seine Antwort lautet, es gibt eine Straße, Google Maps. Es gibt eine Straße, Google Maps hat es gesagt. Aber wer konnte denn wissen, dass es hier überschwemmt ist?
Also liebe Franzi, wir müssen uns mehr durchsetzen. Ja, wir hören dann mehr auf unsere Frauen. Wir sollten vielleicht mal beim nächsten Mal zu Fuß vorangehen und erstmal den Weg checken. Das ist sicher gut. Ja, man lernt nie aus und das schon 2 Jahre unterwegs und immer noch nichts gelernt. Das rechte. Von dem her. Weißt du, ob du mir dieses Rote nicht dahinter machst und nicht... Dass du Grip hast. Ja. Ich überlege gerade, ob es fast besser ist auf der anderen Seite. Aber hier hast du flacher, hier ist es. Ja, Ja? das ist eher auf der anderen Seite von alles. Ja? Also das sehe ich eben nicht. So, jetzt gucken wir mal. Aber so wie es ausschaut, haben wir uns richtig schön festgefahren und werden dann erstmal eine Nacht hier bleiben und morgen dann eine Brücke bauen. Aber Thorsten will nicht aufgeben. Schauen wir mal. Versuch der 360. Eintrag ins Logbuch. Dieser Weg wird kein leichter sein. So, kurze Absprache der Männer, wie man es am idealsten macht. Ich bin mal gespannt. Wetten werden angenommen. Ich glaube nicht, dass er es bis zu den Brettern schafft. Mal sehen. Jetzt geht's los. Na. Sieht gar nicht so schlecht aus. Geh mal lieber zur Seite. Schauen wir mal. Simon hat gemeint, er muss da mit mehr Mut rangehen. Er kommt. Er kommt. Thorsten zur Seite. Thorsten, geh zur Seite. Jesus. Nein! Komm, fahrt. Oh, shit. Halbe Stunde später und wir stecken immer noch. Die andere Möglichkeit wäre, hier unten zu schlafen und morgen soll es nochmal sonnig sein und dann nochmal hochzufahren. Oh Mann. Wir haben jetzt 18 Uhr, sind seit 2,5 Stunden dran, 3 Stunden. Und soeben kam mir ein Grieche entgegen, der spazieren war. Und haben wir nicht ganz verstanden, aber zum Glück haben wir einen Freund, der Griechisch spricht und hat jetzt das Ganze übersetzt, hat gesagt, hier wäre sehr ein gefährlicher Weg, auch im Winter, auch für Einheimische. Und ja, haben wir wieder mal gelernt, fahr nicht so einen Weg, vertrau nicht Google Maps und vor allem lauf den Weg ab. Das war uns eine sehr harte Lektion. Ja. Nichtsdestotrotz hat er uns angeboten, dass jetzt Simon und Thorsten mit sind, uns einen Traktor zusammen holen gehen mit ihm. Und sie sind jetzt los und ich hoffe, das klappt. Ich bete und ja, bitte. So, ich bin jetzt bei Franzi und Thorsten im Wohnmobil. Und Simon hat gerade angerufen, dass sie jetzt irgendwie noch ein bisschen weiter ins Dorf laufen müssen. Und dann kommt dort ein Junge mit dem Traktor und hilft uns. Ja, ich bin gespannt. Ich habe natürlich nur das Handy dabei. Wir sind jetzt hier in diesem griechischen Dorf angekommen.
und sind hier in der Dorfkneipe. Das ist echt mega cool. Es sind nur alte Männer drin, die hier Karten spielen. Und wir haben jetzt aber mit unserem Freund Aki aus der Schweiz übersetzt. Und jetzt holt Costa einen Traktor. Der hat aber kein Abschleppseil dabei, was Thorsten hat. Und er meint, es wäre kein Problem, uns jetzt da mal so kurz hochzuziehen. Wir sind jetzt mal gespannt, wie das da so weitergeht. Da kommt ein Traktor. Es ist jetzt halt ein bisschen dunkel, aber da kommt ein Traktor. Thorsten hat nämlich gerade geschrieben, dass sie einen Traktor aufgetrieben hätten und der ist jetzt da und jetzt Daumen drücken, dass das klappt mit Abschleppen. Fünf Männer mit einem Traktor sind gekommen und jetzt wird das Abschleppseil montiert und dann hoffentlich klappt's. Da fahren wir. Oh. Du glaubst es nicht. Jetzt drin noch. Wir haben es geschafft. Oh. Oh Gott, das ist das schlimmste Erlebnis, seit wir Vanlifen. Und das war eine mächtige Lektion. Und vertrau nicht Google Maps. Denn im Jahr 21 hat es uns schon irgendwo durchgeführt. Heute wieder. Wir haben es geschafft. Willst du was zu der ganzen Situation sagen? Wir haben es geschafft! Was für ein Abenteuer. Ich habe mich immer gefragt, wann das erste Mal passiert. Wir waren ein super Team und jetzt ja, hoffen wir, dass uns das nie mehr passiert. Nee. Aber so kriegt man den Tag beim Vanlife auch durch. Und jetzt Darum haben wir immer so lange. Und jetzt fahren wir noch ins Café und Wir haben trinken es geschafft. Genau. den Jungs eine. Genau. Eine. Ja, Wie auch irgendwie müssen wir die jetzt und dann brauchen wir einen Schlafplatz. Ja, leicht Chip ist es. Ja. Okay. Wow, ja, kurz vor. Boah. Voll nicht Tom, ne? Ja, ich bin aber nicht Tom nachgefahren. Oh, Scheiße. Hast du gesehen, Timmer? Der Typ ist mit seinem Jeep einfach durchgefahren. Jo. Also, Hätten wir jetzt einen Sprinter mit Vierradantrieb und Ersetzung gehabt, genau. wären wir einfach durchgefahren. Was heißt das für uns? Budgeterhöhung. Das nächste Auto. Na, die Hand. Das kannst du mir dann anreichen, so eins nach dem anderen. Die Schrauben sind hier. Die habe ich. Und ihr zwei nehmt an der Seite. Ja. Einer. So, Durch welches Loch? noch ein Stück vor. So. Und da durch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Irgendwie kriegen wir das hin. Patricia, kannst du mal die Mutter nehmen? Wir wurden gerettet, ins Restaurant eingeladen, wir durften nichts bezahlen. Wir sind mittlerweile beim x-ten Zibo angelangt. Kriegen wir noch Essen.
Habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Una fede una seria. Der Morgen danach. Boah, war das ein Tag gestern. Noch so schön angefangen mit der Ochsenbauchbucht. Dann die Fahrt zum Wasserfall und dann das Schlamassel. Stecken geblieben und herausgezogen vom Traktor. Danach eingeladen worden in die Dorfbeiz und sogar einen Schlafplatz angeboten bekommen haben. Haben wir dankend angenommen. Es war trotz dessen, dass wir einen riesen Schreck hatten oder immer noch haben, war es ziemlich schön mit den Griechen zu lachen und zu essen und zu trinken. Ja, aber wir haben unsere Lektion gelernt und jetzt ist zuerst mal Wähnwaschen angesagt, außen und innen, denn es ist alles ziemlich dreckig und das machen wir jetzt. Ja, jetzt ist Waschen angesagt. Alles putzen. War ja ein bisschen anders geplant. Wir wollten ja eigentlich zu diesem Wasserfall, aber wir kommen da eh nicht hin. Also von dem her erkunden wir heute halt ein bisschen Kalamata oder machen sonst irgendwie was.